Ich beschäftigte mich noch lange in Gedanken mit dem Schicksal der Familie, die aus dem Land gejagt worden war. Frank dagegen kam immer besser in Saudi zurecht. Er hatte inzwischen viele arabische Freunde und wurde sogar von denen nach Hause eingeladen. Als ich das erste Mal mitkommen durfte, war ich sehr neugierig. Es war nämlich ein Abenteuer, ein arabisches Haus zu betreten. Als wir in der Stadt angekommen waren, parkte Frank den Wagen in einer Seitenstraße vor einer hohen Mauer, hinter der mehrere andere Häuser standen. Frank ging in das Männerhaus und ich ging zu den Frauen. Es ist ja heute auch noch so, dass die meisten Frauen in Saudi-Arabien immer noch nach Geschlechtern getrennt leben. Also klopfte ich kurz darauf an eine schwere braune Tür und eine tief verschleierte Frau öffnete sie mir. Ich konnte nur ihre Augen sehen. Sobald die Tür hinter mir geschlossen war, schlug sie den Chador, den Gesichtsschleier, zurück, lachte mich an und begrüßte mich wie eine nahe Verwandte. Viele Male wurde ich abwechselnd auf jede Wange geküsst. Und auch die anderen Frauen, die sich in einem großen Wohnzimmer versammelt hatten, begrüßten mich überschwänglich. Es gab Großmütter, Tanten, Cousinen, Schwestern und Neffen. Ich blickte gar nicht durch, zu wem und was die alles gehörten. Eine Vielzahl von Frauen. Und jede Menge Kinder. Die Frauen trugen weite Hosen, aber auch westliche Kleidung. Und ich war überrascht, wie modern und geschmackvoll ihre Garderobe war. Es war ja lange Zeit eine Überraschung für mich, wenn Araberinnen ihren Schleier ablegten. Ich hatte anfangs die Vorstellung, dass alle orientalischen Frauen wunderschön seien. Denn ihre schwarzen Augen mit den langen dunklen Wimpern wirkten auf mich unglaublich geheimnisvoll. Aber so war das natürlich nicht. Die hatten auch Pickel oder ungerade Zähne und waren dann gar nicht mehr so besonders, wenn der Schleier fiel. Aber ganz gleich, wie sie aussahen, sie kamen mir ohne Ausnahme vorbehaltlos liebenswürdig entgegen. Eine Herzlichkeit, die ich bisher so noch nicht kennengelernt hatte. Obwohl sich fast alle einen Mann teilen mussten, machten sie keinen unterdrückten Eindruck. Eine Frau, eine wunderschöne Frau mit Haut wie Milchkaffee, die fließend Englisch sprach, erklärte mir, dass die Polygamie viele Vorteile mit sich bringe. Ihr Mann hatte neben ihr noch 3 weitere Frauen. Jede von uns hat ihre bestimmte Aufgabe, erklärte sie mir. Und darum leben wir friedlich in einer Gemeinschaft. Unsere Männer allerdings, sagte sie und lachte dabei, haben eine Menge Arbeit mit uns. Da wir uns ja draußen nicht so frei bewegen dürfen, müssen sie mit allen ihren Frauen zum Arzt oder zum Einkaufen gehen und sich immer um sie kümmern. Die meisten Frauen sprachen aber kein Englisch. Darum verständigten wir uns mit Händen und Füßen. Einer alten Araberin gefielen scheinbar meine weißen Zähne so sehr. Sie klopfte kritisch mit dem Zeigefinger daran, um zu prüfen, ob sie aus Porzellan seien. Und als sie feststellte, dass sie echt waren, klatschte sie vor Begeisterung in die Hände und rief Quoyes, Quoyes, das heißt so viel wie schön, wunderschön. Wir saßen auf dem Boden, obwohl in dem riesigen Zimmer niedrige, mit pompösen Brokatstoffen überzogene Sessel standen. Ein jüngeres Mädchen servierte Tee in winzigen Gläsern. Stark und süß. Ich habe mich nie daran gewöhnt. Er schmeckte scheußlich. Dazu gab es klebrige, vor Honig triefende kleine Kuchen, die für meinen Begriff viel zu süß waren. Aber etwas von den Speisen oder Getränken abzulehnen, wäre die größte Unhöflichkeit gewesen, die man sich denken kann. Und so nippte ich am Tee und aß das Gebäck, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich sagte höflich Schokran und Affan, das heißt Danke und Bitte, was bei meinen Gastgeberinnen einen wahren Freudestaumel auslöste. Sie klatschten in die Hände, strichen über mein Haar und herzten und küssten mich. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.